Scott ist eine absolute Weltmarke und als ich mir vor vielen Jahren mein Scott-Bike gekauft habe, dachte ich nie, dass ich jemals hier im Ausstellungsraum in Givisiez bei Scott direkt im Headquarter stehen werde. Wir sind hier in Givisiez, das ist ein Außenbezirk von Freiburg. Scott ist hier schon seit 1978, also wirklich an der Sprachgrenze von der deutschen zur französischen Schweiz. Das Gebäude, das wir hier jetzt drin sind, da haben wir etwa vor 7 Jahren angefangen zu entwickeln. Und da ist natürlich sehr viel Ideen reingeflossen, wie wir die Unternehmenskultur auch leben wollen. Und von dem her habe ich mir sicher einen Traum erfüllt. Wir haben vorher in einem Gebäude gearbeitet, das etwa 30-jährig war. Und in dieser Zeit hat sich natürlich die Technologie sehr stark entwickelt. Und hier haben wir Nachhaltigkeit einerseits mit den Baumaterialien, aber dann auch in der Funktion, wie das Gebäude automatisiert ist und wie wir von diesen neuen Technologien profitieren können. In diesem Projekt konnten wir als Firma Hediger unsere ganze Palette einsetzen. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass der Bauherr mit unserer Arbeit und diesem Projekt so zufrieden ist. Als wir dieses Projekt gemacht haben, da haben wir eigentlich mit der Firma Hediger einen super Partner gefunden, wo einerseits die Regionalität verkörpert und gleichzeitig auch auf Projekten gearbeitet haben, die größer waren als vorher hier realisiert wurden. Und von dem her war es wirklich eine Win-Win-Situation. Die Weisleys hier in diesem Gebäude sind überall eingesetzt, also hier vom Ausstellungsraum bis wirklich rauf in die Büros, bis in die Meetingräume. Und ihre Aufgabe ist, das Klima zu kontrollieren, zu regulieren, mithelfen zu regulieren und mithelfen, das Gebäude möglichst effizient zu betreiben. Die Steuerung wird eigentlich geführt von gewissen Mitarbeitern hier, die sich auch da eingeschult haben. Und es muss auch so sein, dass es gewisse Regeln gibt, wie das die Steuerung auch verwendet wird, weil wir können natürlich nicht zu fest auf jedes einzelne Individuum eingehen, sondern wir müssen ein Grundklima schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen. Und das hat sich bis jetzt auch sehr gut bewährt. Wir hatten ja diese Wärmeperioden vor 2 Wochen und das Gebäude hat soweit eigentlich seine Feuertaufe bestanden. Das ganze Gebäude läuft auf der Avalon Cloud. Sämtliche Einstellmöglichkeiten und Bedienmöglichkeiten sind auf der Cloud gelöst und so kann der Nutzer auch jederzeit von zu Hause oder über das Handy Bedienungen machen. Ich selber war sehr positiv überrascht, als der Bauherr Scott selber eine Cloud-Lösung gefordert hat. Nicht nur gewünscht, sondern gefordert hat. Die Vorteile der Avalon Cloud, die vor allem die ICT gesehen hat, ist die Wartung, der Betrieb, die Updates, die Upgrades. Der Wunsch war nämlich, das Gebäude soll laufen. Der Bauherr möchte sich auf die Kernkompetenzen hier fokussieren und nicht die ganze Zeit mit IT-Problemen kämpfen. Die Zusammenarbeit mit Hediger war sehr interessant und auch sehr gut, weil es war Kritik am Anfang da. Funktioniert das überhaupt? Wir müssen es vorher testen. Und es gab eine intensive Testperiode, wo wir das wirklich auch beweisen müssten, dass es funktioniert. Und erst dann wurde es sehr erfolgreich eingesetzt. Im Gebäude sind ca. 250 Weisleys verbaut. Das war natürlich auch eine Herausforderung. Andererseits muss man auch sagen, die Integration der Weisleys in unser Gebäudeautomationssystem war sehr intuitiv und auch schnell gemacht. Es war für die Firma Hediger eine Freude, speziell mit Beat Zaug, einem solchen Visionär, zusammenarbeiten zu dürfen. Er hat uns viele Möglichkeiten eröffnet. Es ist eigentlich so, wenn man so ein Gebäude fertiggestellt hat, sagt man sich, ja, fertig. Auf der anderen Seite hat man eigentlich so viel gelernt in dieser Phase, dass man gleich am liebsten wieder ins nächste Gebäude sich stürzen möchte. Ob es das perfekte Klima ist für die Velos, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, so wie es sich anfühlt, ja, definitiv, es ist perfekt.